Schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Heute machen wir ein ganz wunderbares Rezept und zwar selbstgemachtes Brotgewürz. Es ist ganz natürlich, herrlich aromatisch und perfekt abgestimmt, egal ob es für Bauern, Mischbrote oder auch kräftige Sauerteigbrote ist. Ich glaube ja, wir alle lieben selbstgemachtes Brot. Umso besser wird das Ganze ab und an mit ein wenig Brotgewürz. Mal mehr und mal weniger, aber immer mit einem wunderbaren Geschmack. Leider kann man die Gerüche nicht übertragen und hilft außerdem unserer Verdauung. Und da die meisten guten Sachen auch nicht viele Zutaten brauchen, gehen wir direkt in die Herstellung. Wir benötigen dafür am besten eine hochwertige Gewürzmühle. Das kann manuell oder technisch sein oder mit einem hochwertigen Mörser, zum Beispiel aus Granit oder hartem Steinsalz, da diese einfach am wenigsten Abrieb haben. Als erstes starten wir mit 2 bis 2,5 Esslöffel Fenchel. Er sorgt nicht nur für eine angenehm milde und leicht süßliche Note im Brot, denn er wird seit Jahrhunderten geschätzt und gilt als traditionelles, wohltuendes Gewürz für die Verdauung. Dies gilt vor allen Dingen bei herzhaften und kräftigen Broten. Diesen mahlen wir nun für etwa 15 bis 30 Sekunden in einer Stärke deiner Wahl. Ob du ihn gröber oder feiner möchtest, kannst du voll und ganz selbst entscheiden. Übrigens ist es nicht empfehlenswert, bereits gemahlene Samen zu nehmen, denn diese verlieren deutlich schneller Aroma als Fenchelsamen, denn sobald die Samen gemahlen werden, verflüchtigen sich die enthaltenen ätherischen Öle, besonders das Ethanol, wesentlich schneller durch Sauerstoff, Licht und Wärme. Deswegen schmeckt gekaufter meistens auch etwas anders. Für den ausgleichenden Geschmack gibt es nun 2 bis 2,5 Esslöffel Koriandersamen. Er sorgt für eine angenehme, warme, leicht zitronige und würzige Note. Dafür sorgt das darin enthaltene Linalol. Dem gefolgt gibt es nun 2 bis 2,5 Esslöffel Kümmel. Dieser enthält wertvolle ätherische Öle wie Karbon und Limonen, die traditionelle Unterstützung der Verdauung geschätzt werden. Besonders in kräftigen Broten wird Kümmel daher nicht nur wegen seines Aromas, sondern auch wegen seiner bekömmlichen Eigenschaften sehr gerne verwendet. Auch die beiden werden nun wie der Vorgänger fein miteinander vermahlen. Natürlich könntest du auch bereits gemahlenes Kümmelpulver nehmen, jedoch hat dieser deutlich weniger Aroma und auch Wirksamkeit als ganze Kümmelsamen. Der Grund ist dabei die große Oberfläche. Sobald der Kümmel gemahlen wird, verflüchtigen sich die ätherischen Öle wesentlich schneller und verlieren durch Sauerstoff, Licht und Wärme ihre Bestandteile. Nun ist mir das Pulver fein genug und kommt genauso zum fein gemahlenen Fenchel. Übrigens, mein gesamtes Arbeitsmaterial und auch alles andere stelle ich dir in die Infobox. Der letzte im Bunde sind nun 2 bis 2,5 Esslöffel Anis. Er sorgt ebenso für eine angenehme, süße, warme und leicht lakritzartige Note. Die enthaltenen ätherischen Öle, besonders das Anethol, verleiht ihm sein typisches Aroma, das wunderbar mit Fenchel, Kümmel und Koriander harmonisiert. Traditionell wird er außerdem seit Jahrhunderten zur Unterstützung der Verdauung geschätzt. Selbstverständlich wird auch dieser fein zermahlen. Sobald auch er fein genug ist, darf er zu den restlichen Gewürzen kommen. Das ist ein wunderbar herrlicher Geruch, das solltet ihr wirklich mal selber ausprobieren. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von solchen Rezepten haltet. Sobald der letzte Partikel dann ausgekratzt ist, werden die Zutaten nun einfach miteinander verrührt. Hier reicht es, die Gewürze so zu verrühren, dass sie gleichmäßig miteinander verteilt sind. Nun benötigen wir ein Glas zur Aufbewahrung. Dies kann ein großes wie bei mir sein oder ihr nehmt mehrere kleine und verschenkt einen Teil davon. Denn liebe, nette Menschen freuen sich immer über selbstgemachte Mitbringsel. Und auch all jene, die nicht so lieb sind, die man aber trotzdem beschenkt. Das frisch gemahlene Brotgewürz besitzt direkt nach dem Mahlen das intensivste Aroma. Jedoch bereits nach 4 bis 6 Monaten beginnen sich die ätherischen Öle durch Sauerstoff, Licht und Wärme langsam zu verflüchtigen. Deshalb sollte das Gewürz am besten in einem gut verschlossenen Glas im Küchenschrank luftdicht, trocken, kühl und lichtgeschützt gelagert werden. So bleiben dann sicher die Aromen, Geschmack und intensivst möglichst lange erhalten. Zur Dosierung des Gewürzes: Für ein mildes Aroma reicht meist bereits ein Teelöffel auf 500 Gramm Mehl aus. Wer es jedoch kräftiger und würziger mag, kann die Menge auch auf 1,5 bis sogar 3 erhöhen.
Jedoch ist zu beachten, dass das frisch gemahlene Gewürz dabei deutlich intensiver im Geschmack ist, als wenn es bereits mehrere Monate gelagert hat. Und wenn du wissen möchtest, welches fantastische Sauerteigbrot wir mit diesem Gewürz machen, komm immer wieder mal vorbei. Ich habe interessante Rezepte, nicht nur um Brot, sondern alles, was rund um selbstgemachte statt Fertigprodukte ist. Denn selbstgemacht ist einfach immer besser. Und meistens auch um ein Vielfaches kostengünstiger. Und wünsche ich dir nun viel Freude beim selbermachen, gutes Gelingen, lasst es euch gut gehen. Bis demnächst. Pfiat euch!